Dieses luftige Dreieckstuch ist ziemlich groß geworden. Ich habe es nicht einmal spannen können, weil unser Bett nicht lang genug dafür ist. Also es ist wirklich ziemlich groß und ich bin so richtig verliebt in meinen Sonnenaufgang. Den Namen hat Jennifer aus meiner Facebook-Gruppe vorgeschlagen und ich finde, das passt so richtig gut zu dem Tuch. Welche Wolle ich verwendet habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Die Anleitung selbst ist ziemlich kurz, denn du brauchst dir nur 2 verschiedene Reihen merken. Ich beginne mit einem verkehrten Anfangsknoten. Ich lege den Faden vor mich in verkehrter U-Form hin, überkreuze es einmal und dann hole ich mir anstelle vom langen Ende das kurze Ende und ziehe den Knoten fest. Ich mache 4 Luftmaschen. Und in die erste Masche im oberen Glied kommen dann meine Stäbchen hinein. Ich zoome es einmal heran, damit du es besser sehen kannst. Ich mache also in diese erste Masche 2 ganze Stäbchen hinein. Die Luftmaschenkette ersetzt mir das erste Stäbchen. 3 Luftmaschen und 3 ganze Stäbchen. Mit diesem kurzen Ende kann ich nun diesen Anfangsknoten gut zuziehen. Vier Luftmaschen, die ersetzen mir das erste doppelte Stäbchen. In diese erste Masche kommt dann noch ein doppeltes und ein ganzes Stäbchen hinein. Ein doppeltes Stäbchen geht so. Ich mache 2 Umschläge, hole mir den Faden und ziehe ihn durch 2 und ein drittes Mal durch 2 und das ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen und in dieses Eck, da mache ich 3 ganze Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 ganze Stäbchen hinein. Das Eck wird übrigens jede Runde so gemacht. Wieder 3 Luftmaschen und in die oberste der 3 Luftmaschen mache ich ein ganzes Stäbchen und 2 doppelte Stäbchen. Ab nun beginnen unsere 2 Reihen, die wir immer abwechselnd häkeln. Ich mache also wieder meinen Anfang, 4 Luftmaschen, ein doppeltes Stäbchen und ein ganzes Stäbchen in die allererste Masche. Drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen in die erste Lücke. Dann noch einmal 3 Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen in diese erste Lücke. Ich habe so aus der ersten Lücke 2 Lücken gemacht. Das mache ich aber nur bei der ersten und letzten Lücke. Diese Runde haben wir aber keine weiteren Lücken mehr. 3 Luftmaschen und nun kommen wir wieder zum Eck. Und das geht ja immer gleich. Also 3 ganze Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 ganze Stäbchen.
3 Luftmaschen und wir hüpfen in die letzte Lücke. Und da kommen wieder ein ganzes Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen hinein. Drei Luftmaschen und in die oberste der 3 Luftmaschen kommen wieder ein ganzes Stäbchen und 2 doppelte Stäbchen hinein. Die nächste Runde. Wieder den üblichen Anfang. 4 Luftmaschen, ein doppeltes Stäbchen und ein ganzes Stäbchen. 3 Luftmaschen und in die erste Lücke kommt nun nur ein ganzes Stäbchen hinein. 3 Luftmaschen und in die nächste Lücke kommt auch nur ein ganzes Stäbchen hinein. Eigentlich kommt in jede Lücke immer nur ein ganzes Stäbchen hinein und 3 Luftmaschen dazwischen. Also 3 Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen. 3 Luftmaschen und unser Eck geht ja immer gleich. 3 ganze Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 ganze Stäbchen. Wieder 3 Luftmaschen und in die Lücke kommt ein ganzes Stäbchen und 3 Luftmaschen, in die nächste Lücke auch nur ein ganzes Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen, 3 Luftmaschen und nun kommt unser Ende. Das waren eigentlich unsere 2 Reihen. Ich zeige es aber noch einmal in schnell. Im Prinzip häkelst du immer den Anfang mit 4 Luftmaschen, ein doppeltes Stäbchen und ein ganzes Stäbchen. Dann machst du 3 Luftmaschen und in jede dieser Lücken ein ganzes Stäbchen hinein. Und immer 3 Luftmaschen dazwischen. Jede zweite Runde, also jetzt wieder, machst du aus dieser ersten und letzten Lücke 2 Lücken. Das geht so, dass du einfach noch einmal 3 Luftmaschen machst und noch ein ganzes Stäbchen hinein machst. Und die erste und letzte Lücke ist eigentlich der einzige Unterschied zwischen diesen 2 Reihen. Du machst dann in jede Lücke wieder ein ganzes Stäbchen und immer 3 Luftmaschen dazwischen. Und im Eck machst du 3 ganze Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Dann wieder in jede Masche ein ganzes Stäbchen und 3 Luftmaschen dazwischen. In der letzten Lücke 2 ganze Stäbchen. Unser Ende ist ja immer gleich. Auch der Anfang ist immer gleich. Und jetzt kommt wieder eine Reihe, in der in jede Lücke nur ein ganzes Stäbchen hineinkommt. Ich denke, hier sollte das Prinzip eigentlich klar sein und ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt. Ich hoffe, die Anleitung hat euch geholfen und ich wünsche euch einen häkelfreudigen Tag.